Hallo liebe Wohnmobilfahrer. Wir sind jetzt gleich da. Die Ulla und ich, wir waren im Oktober 25 in Scharbeutz. Und den Wohnmobilstellplatz, den wir da genutzt haben, würden wir gerne mit euch teilen. Hier links das Gebäude mit der Rezeption und den Duschen. Der Platz ist noch wenige Schritte von der Ostsee entfernt. Wenn das hier auch was für euch sein könnte, dann bleibt dran. Es geht los nach dem Intro. Gebt einfach Hamburger Ring 6 bis 8 ein. Scharbeutz. In 23683 Scharbeutz natürlich. So, Uli, Tja, wir sind jetzt gleich da. ja. Scharbeutz liegt über Lübeck, direkt über dem Timmendorfer Strand. Wenn ihr von der A1 kommt, zweimal rechts abbiegen und ihr seid schon da. Die Mia hat mit nichts weiter Mütze, die war gerade im Bus schon am Pennen. Jetzt so schön. Fertig. Die Mia, unser treuer Begleiter, ist auch schon eine alte Dame. Ja, okay. Da rein, los rein. Das ist schon hier. Ja. Warte mal, wo müssen wir uns denn ranfahren, um anzumelden? Hier links, wo der nette Herr sitzt, da ist Kassenautomat und Rezeption. Wenn die Rezeption zu hat, könnt ihr den Kassenautomat nutzen. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Gerade an der Abwasserstation haben wir schon die Gabi kennengelernt. Das ist die Inhaberin von dem Platz. Hier kommt man eigentlich immer wieder hier aus. Das ist quasi die Hauptstraße, wenn man so will. Und dann rein bis da vorne. Wohnmobile. Schaut mal, da drüben sind so schöne Strandkörbe. Und die Ulla, die guckt jetzt schon, wo wir bezahlen können. Das finde ich geil. So ist richtig. Übrigens hat die Gabi vorher, ist sie entspannt. Die hat nämlich gesagt, mach mal ganz cool, trinkt erstmal einen Kaffee und mit dem Bezahlen sollen wir uns keinen Kopf machen. Ihr bitte einfach nur da sitzen. Das finde ich cool. 22 € pro Tag. Strom extra, ne? Ja. Brauchen wir heute erstmal nicht, oder? Und wenn wir morgen länger bleiben sollen, sollen wir einfach Bescheid sagen. Ja, Ja. Parkscheinautomat hier, Parkschein lösen. Machen wir jetzt. Das blaue Pluszeichen drücken. Hast du gemacht? Habe ich schon gemacht. 22 € pro Stellplatz. Wo ist denn meine Karte? Mit welcher machen wir mit Kreditkarte? Keine Ahnung, ob das geht. Keine Ahnung, ob das geht. Visa geht, ja. Wo? Bitte Karte hier vorhalten. Okay. Ich mach. Bitte warten. Karte bitte verbinden. Willkommen. Zahlt ihr im Automat, spart ihr die Kurtaxe. Das wird rausgekommen. Zahlung Erfolg, Ticket entnehmen. Jetzt ist meine Kohle schon weg. Ja. Und die müssen wir jetzt in die Scheibe hängen. Parkschein gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe. Hier ist er. Gehen wir jetzt zurück oder was? Und tun die in die Windschutzscheibe oder gehen jetzt erstmal zum Wir Strand? gehen jetzt erstmal zum Strand und danach Okay, zur dann tue ich den mehr ins Portemonnaie. Ne? Windschutzscheibe. Ja. Schon ein bisschen rötlich, der Himmel. Hat der das weh? Nein, überhaupt nicht. Ja, dann machen wir weiter. Wie gesagt, bis zum Strand sind es wenige Schritte. Im Oktober ist hier nicht viel los und man trifft hier andere Hundebesitzer. Das Richtige, um zur Ruhe zu kommen. Ja, hier sind wir an der Ostsee. Die ist schön sanft. So hört sie sich an. Was ihr hier am Ende des Strandes seht, ist übrigens eine Ostseetherme. Auch sehr interessant. Wir befinden uns übrigens in Schleswig-Holstein. Auch unsere kleine Mia ist hier total relaxed. Lola? Wir sitzen hier am Badestrand. DLRG. Wir haben dann noch in der schönen Abendsonne einen ausgiebigen Spaziergang gemacht, sind dann zum Wohnmobil und dann war der Tag auch schon vorbei.
Wir hatten hier eine überaus ruhige Nacht. Die Ulla und ich, wir fanden die Strandkörbe so schön am Ende des Platzes. Ja, und haben gedacht, ja, da stellen wir uns hin. Haben dann nochmal eine Nacht mehr gebucht. Und da war die Rezeption auf. Da trafen wir eine Dame in unserem Alter, die war schon ziemlich harsch. Aber dennoch freundlich. Und man muss hinzusagen, dann bezahlt ihr die Kurtaxe mit. Ne? Wir hatten dann insgesamt 25,80 Euro, also 3,80 Euro nochmal Kurtaxe obendrauf bezahlt. Duschen könnt ihr ja auch, das haben wir auch getan. 4 Minuten 2 Euro. Was ein bisschen blöd ist, du musst pullernackt raus und den Automaten bedienen. Doof gemacht. Und mein Astralkörper war genau Punktlandung, Shampoo aus der Haare und dann ging das Ding aus. Also die Zeit ist sehr begrenzt. Wohl alles picobello sauber. Ja, hier waren wir dann. Strandkorb 162. Ja, wir haben uns verstellt und haben einen eigenen Strandkorb. Den haben wir jetzt auf Sturm geschaltet. Hier, das Dach haben wir ganz rausgemacht. Stopp, 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 Leute. Habt ihr das gesehen? Ein Fremdschämer. Ist ja der Hammer. So ist das also. Ja. Da steht der Kakadu. Da ist der Rest des Platzes. Ja. Da vorne ist die Rezeption mit Dusche. Und da haben wir vorhin gestanden. Da ist die Ulla. Die Ulla war gerade am Lachen, weil ich habe gesagt, mir ist ein bisschen kalt an den Beinen. Da lacht die wieder. Weil, da, klar, ich habe eine kurze Hose. Frieren uns den Arsch ab. Die Ulla wieder. Wir frieren überhaupt. Jo, heute haben wir richtig Schiedswetter. Was war denn heute nochmal? Der 7., ne? Ja, da stehen wir. Gerade waren wir noch am Strandkorb. Jetzt saßen wir die ganze Zeit im Wohnmobil, war am Regnen. Wie viele Reihen hat das Ding denn hier? Also da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da hinten am Ende noch die 8. Rund 95 Stellplätze gibt es. Da ist auch bestimmt was für euch dabei. Was den Platz anbelangt, war es das jetzt soweit. Und wer jetzt noch mitgehen will bei dem miesen Wetter, wir zeigen euch noch die neue Seebrücke von Scharbeutz. Die haben eine neue Seebrücke. Toll. Also bei schönem Wetter bestimmt noch toller. Ja, jetzt sind wir hier im Epizentrum von Scharbeutz. Hier kann man alles mögliche einkaufen. Absolut auf Tourismus eingestellt. Nicht wahr? Uli? Jo. Aber alles hier. Fisch haben wir gestern schon gegessen. Hier geht es Richtung Strand. Und wir wollen... Wo wollen wir hin, oder? Die Seebrücken. Fisch ist hier preislich eher überdurchschnittlich. Pizza zeigen wir euch jetzt. Pizza? Willst du mal Preise gucken? Der Klotz, wo wir drauf zulaufen, ist übrigens die Therme. Auf den Bildern bei Google wesentlich schöner von innen als von außen. Und? Also die teuerste Pizza 13,90. Hier. Hier sind normale Preise. Mittagskarte. Da die Seebrücke, die muss wohl neu sein seit Mai. Was für ein Klotz hier, guck mal. Ja, überall. Das finde ich ja nicht so Ja, guck mal die schön. Fassade hier. Ja. Da könnten sie ein schönes Bild draus machen. Ja. Und ich glaube, Putin liegt auch schon im Hafen hier. Na, guck. Tatsächlich, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine patrouillieren hier die NATO-Schiffe. Da hinten in der Ferne sieht man sie. Also eins haben wir gesehen. Schon komisch, da hinten die Marine und hier sind die Kinder am Spielen. Tja, wäre das schön, wenn die Menschen sich einfach vertragen würden, oder? Ungelogen, hier am Strand haben wir jemanden getroffen, der ist wohl mit seiner Drohne Richtung Militärschiff geflogen und hat sich beschwert, dass seine Bilder komplett verpixelt sind.
Tja, für manche ist das Leben härter als für andere. Ja, kommen ja auch nicht viel auf so eine Idee, ne? Auf Militärschiffs loszufliegen. Hier rechts nochmal die Eingänge von den Lädchen von der Therme. Und hier eine nette Möwe. Die sind fast Tanzer. Herrlich, oder? Tja, schade, das Wetter wurde immer schlechter. Entschuldigt auch die Windgeräusche. Wir geben jetzt auch Gas. Eine letzte Szene noch. Uli, da bist du ja. Ja, super hier. Nur wir haben Schiedwetter. Nola, wir haben Schiedwetter. Brücke noch nicht fertig. Habe ich heute gehört. Haben die kalkuliert auf 8 Millionen. Hat jetzt 19 gekostet. Haben die sich geringfügig verschätzt. Kann ja passieren, ne? Ist ja auch nichts. Ja, und hier habe ich gerade erfahren, das soll wohl ein Versorgungsschiff sein. Von der Marine. Uli geht in Pose. Und wenn die Brücke mal irgendwann mal fertig ist, könnt ihr schöne Ostseefahrten buchen. Für Uli und für mich war es das jetzt hier in Scharbeutz. Unser Fazit zu dem Platz, also ich persönlich würde immer wieder bei diesem Wetter hier hinkommen, weil ich kann mir vorstellen, im Sommer ist das hier furchtbar überlaufen. Viele Menschen, das ist so nix. Wir hatten schön Ruhe hier und wenn uns nochmal danach sein sollte, dann würden wir auf jeden Fall den Platz nochmal für uns nehmen. Der war klasse. Wenn ihr sowieso schon mal bis hier geschaut habt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren, oder? Naja, warum auch? Weil wir geben immer wieder irgendwelche Stellplätze ein. Guckt auch mal an unsere Playlist vom Kanal, da sind auch Gratis-Stellplätze. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Macht's gut, Freunde. Ciao.